Ein Drittel dieses Tieres ist Kopf. Und fast nichts davon ist Gehirn. Was da drin steckt, ist keine Denkmaschine, sondern ein Gerät. Ein Resonanzraum aus Öl, Luft und Bindegewebe, gebaut wie ein Instrument, das ein Ingenieur entworfen haben könnte. Es erzeugt den lautesten Laut, den irgendein Lebewesen auf diesem Planeten hervorbringt. Lauter als jeder Ruf, jedes Brüllen, jeder Schrei, den du dir vorstellen kannst. Und es ist nicht dazu da, jemanden zu töten. Wir sehen uns an, wie dieser Laut entsteht, Schritt für Schritt durch einen Kopf, der kein Kopf mehr ist. Wozu ein Tier so etwas braucht und warum fast alles, was du über diese Lautstärke gehört hast, in einem Vergleich steckt, der nicht funktioniert. Der Kopf ist kein Kopf. Fangen wir mit dem an, was tatsächlich passiert, wenn ein Pottwal klickt. Denn das ist keine Kehle, kein Maul, keine Stimme im Sinne, den wir kennen. Der Wal presst Luft durch seinen rechten Nasengang. Nur den rechten. Der linke bleibt frei für das Atmen. Diese Luft läuft über zwei Gewebelippen, die im Fachjargon Phonic Lips heißen. Die französische Bezeichnung ist älter und schöner. Museau de sang, Affenschnauze. Wer sie zum ersten Mal in einem sezierten Wal gesehen hat, fand offenbar, dass sie so aussehen. Diese Lippen schlagen zusammen. Das ist der Ausgangsimpuls. Ein einzelner, kurzer Knall. Und jetzt beginnt der Teil, der dieses Tier von allem anderen unterscheidet. Der Impuls läuft nicht nach vorne hinaus, er läuft nach hinten. Durch das Spermaceti-Organ, jenen riesigen, mit Wachs und Öl gefüllten Körper, der dem Pottwal seinen Namen gegeben hat, weil Walfänger den Inhalt für Samen hielten. Am hinteren Ende des Kopfes trifft der Impuls auf einen Luftsack und wird reflektiert. Zurück nach vorne. Durch ein zweites Fettpolster, das Melon. Und dort hinaus ins Wasser. Ein Teil der Energie wird dabei erneut zurückgeworfen und läuft die Strecke noch einmal. Deshalb ist ein Pottwal-Klick, wenn man ihn genau aufzeichnet, nie ein einzelner Impuls, sondern eine Serie. Ein Hauptknall, gefolgt von Echos seiner selbst, in gleichmäßigen Abständen. Aus diesen Abständen können Forscher zurückrechnen, wie lang der Kopf des Tieres ist, das da klickt. Man kann einen Pottwal vermessen, ohne ihn zu sehen. Der Weg, den der Schall in diesem Kopf zurücklegt, ist länger als der Kopf selbst. Das ist der eigentliche Punkt. Dieses Tier hat sich keinen größeren Kehlkopf wachsen lassen. Es hat seinen Schädel umgebaut, bis darin Platz für eine Strecke war, die es sonst nicht gäbe. Der Oberkiefer ist asymmetrisch geworden, die Nasengänge haben sich verschoben. Das ganze Gesicht ist nach hinten und zur Seite gewandert, um Raum zu schaffen für einen Hohlraum, in dem ein Geräusch hin und her laufen kann. Der Kopf ist kein Kopf. Er ist der Lauf einer Kanone, in Fleisch gebaut. Und damit wir uns richtig verstehen, der wissenschaftliche Name dieses Tieres lautet Physeta macrocephalus. Macrocephalus ist griechisch und heißt schlicht Großkopf. Wer diese Art benannt hat, hat sich nicht lange aufgehalten. Bleibt eine Sache, die ich am Anfang gesagt habe und die ich jetzt einlösen muss. Fast nichts an diesem Kopf ist Gehirn. Das stimmt. Aber das Gehirn, das darin sitzt, ist das schwerste Gehirn, das wir von irgendeinem Tier kennen. Von keinem Lebenden und von keinem Ausgestorbenen ist ein größeres bekannt. Es wiegt zwischen 6,5 und 9 Kilogramm, im Schnitt etwa 7. Zum Vergleich, ein menschliches Gehirn wiegt bei etwa 1,5. Und genau das macht die Sache erst erstaunlich. In diesem Kopf sitzen zwei Rekorde nebeneinander. Das größte Gehirn der Erde und das lauteste Instrument der Erde. Und das Instrument ist so groß, dass das Gehirn daneben wie ein Anhängsel wirkt. Und jetzt zu der Zahl, die du vermutlich schon kennst. Der Klick eines Pottwals erreicht 236 Dezibel. Das ist der Wert, den auch das Guinness-Buch der Rekorde führt, unter dem Eintrag lautestes Tiergeräusch. Kein anderes Lebewesen kommt in die Nähe. Nicht der Blauwal, nicht der Brüllaffe, nicht die Pistolenkrebse, die man gelegentlich dagegen ins Feld führt. Und weil diese Zahl so groß ist, wird sie ständig verglichen. Lauter als ein Presslufthammer, lauter als ein Düsentriebwerk, lauter als ein startendes Space Shuttle. Man findet den Satz in Dokumentationen, in Artikeln, in Videos.
Der Pottwal ist lauter als eine Rakete. Der Satz ist falsch. Und zwar nicht ein bisschen daneben, sondern grundsätzlich. Dezibel sind keine absolute Einheit. Sie sind ein Verhältnis, ein Vergleich zu einem festgelegten Nullpunkt. Und dieser Nullpunkt ist unter Wasser ein anderer als in der Luft. Unter Wasser misst man gegen einen Referenzdruck von 1 Mikropascal. In der Luft gegen 20 Mikropascal. 2 verschiedene Lineale, beide mit derselben Aufschrift. Wer die Werte trotzdem nebeneinander legt, misst Fieber in Zentimetern. Rechnet man ehrlich muss man rund 61 Dezibel abziehen. Aus den 236 Dezibel unter Wasser werden dann ungefähr 175 in der Luft. Zum Einordnen. Ein startendes Düsentriebwerk, vom Rollfeld aus gehört, liegt bei etwa 140. Der Pottwal bleibt damit das lauteste Tier der Erde. Diese Aussage hält. Was nicht hält, ist der Vergleich mit einer Rakete. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass die Korrektur nicht versteckt ist. Das Guinness-Buch selbst weist in seinem Eintrag auf die 61 Dezibel Unterschied zwischen Luft und Wasser hin. Die Berichtigung steht in genau der Quelle, aus der alle die Zahl abschreiben. Sie wird nur nicht mitgelesen. Merkt ihr das? Die Zahl stimmt, der Vergleich nicht. Es ist ein Muster und es kommt in dieser Folge noch einmal vor. Bleibt die Frage, warum ein Tier so etwas überhaupt braucht. Die Antwort liegt tiefer, als die meisten Menschen jemals kommen werden. Pottwale tauchen nachweislich auf mindestens 2250 Meter. Damit sind sie das tiefst tauchende Säugetier, das wir kennen. Ihre normalen Jagdtauchgänge führen in Bereiche zwischen 1000 und 2000 Metern und dauern 30 bis 60 Minuten. Tauchgänge von über 90 Minuten sind dokumentiert. Ein typischer Zyklus sieht so aus: 45 Minuten unten, 9 Minuten oben, dann wieder hinab. Der Wal verbringt den größten Teil seines Lebens an einem Ort, an dem es nichts zu sehen gibt. Ab etwa 1000 Metern ist kein Sonnenlicht mehr vorhanden. Nicht wenig, keins. Das Wasser dort ist nicht dunkelblau, es ist schwarz. Und zwar vollständig, dauerhaft und in jede Richtung. Augen sind an diesem Ort kein Sinnesorgan mehr, sondern Ballast. Und ein Tier, das dort jagen will, hat nur eine Möglichkeit. Es muss sich seine eigene Beleuchtung mitbringen. Genau das ist der Klick. Der Pottwal schickt ihn nach vorne, gebündelt und gerichtet wie ein Scheinwerferkegel, und hört, was zurückkommt. Aus der Laufzeit ergibt sich die Entfernung. Aus der Veränderung des Echos ergibt sich, ob sich etwas bewegt und in welche Richtung. Aus der Klangfarbe ergibt sich, ob es weich ist oder hart, groß oder klein. Der Laut ist kein Ruf, er ist ein Bild. Und deshalb muss er so laut sein. Schall verliert Energie über die Entfernung und der Wal muss den Weg zweimal bezahlen. Einmal hin, einmal zurück. Wer auf mehrere 100 Meter etwas erkennen will, das selbst kein Licht abgibt, braucht am Ausgangspunkt sehr viel Energie. Die Lautstärke ist keine Drohung, sie ist Reichweite. Am eindrücklichsten wird das kurz vor dem Zugriff. Dann wechselt der Wal von einzelnen, langsamen Klicks zu einer rasenden Folge, die Forscher Buzz nennen. Ein Surren, das klingt wie ein aufheulender Motor. Es bedeutet, dass er sein Ziel hat und die Auflösung erhöht. So wie du näher an etwas herangehst, um es genauer zu sehen. Diese Buzzes wurden zwischen 17 und 1860 Metern aufgezeichnet, im Abstieg wie im Aufstieg. Und das heißt, wir wissen, wann dieses Tier zupackt. Wir haben es nie dabei gesehen, aber wir haben es gehört. Ein Mikrofon im Wasser genügt, um den Moment zu bestimmen, in dem 1000 Meter unter dir ein Jagdversuch stattfindet. Der Kopf ist kein Kopf. Er ist ein Auge, das aus Schall besteht. Was jagt er da unten? Im Winter 1924 auf 25 öffneten Walfänger den Magen eines Pottwals und fanden darin 2 Armkronen. Keine Tentakel, wie man sie kannte. Etwas anderes. Arme mit Haken statt Saugnäpfen. Größer als alles, was in den Sammlungen lag. Ein Jahr später beschrieb der Zoologe Guy Cockburn Robson daraus eine neue Art.
Er nannte sie Mesonychoteuthis hamiltoni. Wir kennen sie heute als Kolosskalmar. Die Art war benannt, bevor irgendein Mensch ein lebendes Exemplar gesehen hatte. Das ist keine Anekdote, das ist bis heute die Beweislage. Kalmarschnäbel bestehen aus einem Material, das ein Wal nicht verdauen kann. Sie bleiben im Magen liegen, während alles andere verschwindet. Deshalb sind sie oft der einzige identifizierbare Rest. Und deshalb stammt fast alles, was wir über dieses Tier wissen, aus dem Inneren seiner Fressfeinde. 55 solcher Schnäbel sind dokumentiert. Die größten Exemplare, die je angenommen wurden, sind aus ihnen hochgerechnet, nicht gemessen. Halte einen Moment fest, was das bedeutet. Der Wal hatte dieses Tier gefunden. Er hatte es geortet, verfolgt und gefressen. 1000 Meter unter der Oberfläche, in vollständiger Dunkelheit, mit einem Sinn, den wir nicht besitzen. Wir haben es erst danach entdeckt, und zwar indem wir ihm in den Magen sahen. Sein Kopf war das bessere Messgerät. Bleibt eine letzte Frage, und sie führt weit zurück. Ein Organ wie dieses entsteht nicht in ein paar Generationen. Es ist ein Umbau des gesamten Schädels, und solche Umbauten haben eine Geschichte. Die Frage ist also, seit wann gibt es diesen Kopf und wofür war er ursprünglich da? 2010 beschrieb ein Team um den belgischen Paläontologen Olivier Lambert in der Fachzeitschrift Nature einen Schädel aus der Pisco-Formation in Peru. Miozän, ungefähr 12 bis 13 Millionen Jahre alt. Das Tier bekam den Namen Livyathan melvillei. Und dieser Schädel trägt dieselbe Konstruktion. Über dem Rostrum, also über der Schnauze, zieht sich ein tiefes Becken. Dasselbe suprakraniale Becken, das der heutige Pottwal hat, in derselben Ausdehnung. Es kann nur eines bedeutet haben. Auch in diesem Kopf saß ein vergrößertes Spermaceti-Organ. Nur jagte dieses Tier nichts, was in der Dunkelheit schwebt. Livyathan hatte Zähne, in beiden Kiefern, bis über 30 Zentimeter lang. Er jagte keine Kalmare, er jagte andere Wale. Derselbe Apparat im Kopf, dieselbe Bauform. Und ein Tier, das damit etwas völlig anderes tat. Das ist der Punkt, an dem dieses Video aufhört, von einem Wal zu handeln. Denn was hier vor uns liegt, ist ein Werkzeug, das älter ist als seine heutige Verwendung. Der Kopf kam zuerst, die Jagd in der Tiefsee kam später. Zwischen Livyathan und dem Pottwal, der heute vor Neuseeland abtaucht, liegen Millionen Jahre, in denen sich fast alles verändert hat. Die Beute, die Meere, die Konkurrenz. Und ausgerechnet der Kopf ist geblieben. Was sich verändert hat, ist nicht das Instrument. Es ist die Musik. Bis hierhin war der Klick ein Werkzeug zum Sehen. Aber er kann noch etwas anderes. Und das hat man erst verstanden, als man lange genug zugehört hat. Wenn Pottwale nicht jagen, sondern an der Oberfläche zusammenliegen, wechseln sie das Muster. Statt einzelner Ortungsklicks senden sie kurze, festgelegte Folgen. 3, 4, manchmal mehr Klicks in einem bestimmten Rhythmus. Forscher nennen sie Codas. Man kann sie sich vorstellen wie ein geklopftes Signal. Nicht die Lautstärke trägt die Information, sondern der Takt. Allein im östlichen tropischen Pazifik wurden über 70 verschiedene Coda-Typen beschrieben. Und jetzt kommt der Teil, der schwer zu fassen ist. Diese Muster sind nicht über den ganzen Ozean gleich. Gruppen, die dieselben Codas benutzen, gehören zusammen. Sie bilden das, was man Vokalclans nennt. Es sind die größten sozialen Einheiten dieser Art und sie erstrecken sich über ganze Ozeanbecken. 2 Pottwalgruppen können im selben Wasser leben, dieselbe Beute jagen, sich begegnen. Und wenn sie verschiedenen Clans angehören, mischen sie sich nicht. Was sie trennt, ist kein Ort und keine Verwandtschaft. Es ist ein Rhythmus. Und dieser Rhythmus wird nicht vererbt, er wird gelernt. Ein Kalb übernimmt das Muster der Gruppe, in der es aufwächst. Ich will hier vorsichtig bleiben, weil es an dieser Stelle leicht ist, zu weit zu gehen. Codas sind keine Sprache. Niemand hat gezeigt, dass ein einzelnes Muster eine Bedeutung trägt, wie ein Wort sie trägt. Die Fachliteratur spricht von Markern, von Zeichen, die sagen, wer dazugehört und nicht, was gemeint ist. Aber das genügt vollkommen. Derselbe Apparat, der 1000 Meter unter der Oberfläche einen Kalmar aus der Dunkelheit holt, trägt oben an der Luft die Antwort auf eine andere Frage. Zu wem gehöre ich?
Und damit zu dem, was du an dieser Stelle vermutlich erwartest. Es gibt eine Erzählung, die zu diesem Tier gehört wie kaum eine andere. Dass der Klick des Pottwals so stark sei, dass er Beute damit betäubt. Dass ein Kalmar in der Dunkelheit einfach erstarrt, getroffen von einer Schallwelle, gegen die es keine Deckung gibt. Manche Fassungen gehen weiter und behaupten, ein Taucher könne daran sterben. Diese Geschichte ist nicht belegt, sie ist auch nicht widerlegt. Das ist der ehrliche Stand. In der Fachliteratur steht sie durchgehend im Konjunktiv. Es könnte theoretisch möglich sein, unter bestimmten Bedingungen in unmittelbarer Nähe. Was fehlt, ist eine Beobachtung. Niemand hat je gesehen, dass ein Pottwal ein Beutetier durch Schall bewegungsunfähig gemacht hätte. Es ist eine Vermutung, die so oft weitererzählt wurde, dass sie sich wie ein Befund anfühlt. Und es gibt eine zweite Erzählung, die genauso wackelt. Dass der Pottwal keine Feinde habe, dass selbst Orcas ihm ausweichen. Im Oktober 1997 beobachtete ein Team um Robert Pittman etwa 130 Kilometer vor der kalifornischen Küste, wie rund 35 Orcas eine Gruppe von 9 Pottwalen angriffen. 4 Stunden lang. Die Angreifer arbeiteten in Wellen von 4 bis 5 Tieren, verletzten und zogen sich zurück, verletzten erneut. Am Ende starb ein Pottwal. Vor dieser Beobachtung war kein einziger erfolgreicher Angriff auf einen Pottwal dokumentiert. Was die Wale dagegen taten, ist das Bild, mit dem ich diese Folge beenden möchte. Sie legten sich in eine Formation, die Walfänger schon im 19. Jahrhundert beschrieben haben und die im Englischen Marguerite heißt, nach der Blume. Köpfe nach innen, alle zusammen, die Schwanzflossen nach außen. Die Kälber in der Mitte. Ein Kreis aus Rücken. Das lauteste Tier der Erde verteidigt sich, indem es einen Ring bildet und stillhält. Der lauteste Laut auf diesem Planeten ist kein Schuss und keine Drohung. Er ist ein Blick. In ein Dunkel, das wir nie sehen werden, von einem Tier, das sich dafür den eigenen Schädel umgebaut hat. Der Kopf ist kein Kopf.